Die große, hier abgebildete Fensterrose gehört zu den schönsten ihrer Art. Die reichste Mannigfaltigkeit ist in derselben mit der größten Einheit verbunden, indem die 20 schmalen Blätter der Rose wieder in 5 Hauptblätter zusammengefasst werden. So und noch etliche Zeilen weiter beschreibt der Darmstädter Oberbaudirektor Georg Moller eine der Fensterrosen des südlichen Seitenschiffs an der Oppenheimer Katharinenkirche. Seit 1815 hatte Moller die Denkmäler der deutschen Baukunst herausgegeben, in denen auch die gotische Katharinenkirche mit höchst qualitätsvollen und genauen Stichen vertreten war. Mollers liebevoller Beschreibung entspricht seine fein aquarellierte Zeichnung, die mit dem Stich aus der Publikation bis in die Beschriftung vollständig übereinstimmt. Aus Kostengründen hatte Moller in den Stichen auf die aufwendige Ausführung verzichtet und ließ seine Zeichnungen nur als Umrissstiche reproduzieren. Den Aufwand, auf den Moller in seiner Publikation verzichtete, scheute er jedoch nicht in der Vorzeichnung. Sie darf zum Besten gezählt werden, was die deutsche Architekturzeichnung nach 1800 hervorgebracht hat. Die farblich unterschiedliche, zarte Aquarellierung lässt die Rose vor dem dunklen, neutralen Grund im Licht haptisch in einer Weise hervortreten, die gleichermaßen überwältigend und suggestiv ist. Auf die Darstellung der farbenprächtigen mittelalterlichen Glasfenster hat Moller verzichtet, weil es ihm um die genaue und pointierte Wiedergabe der filigranen Architektur des 14. Jahrhunderts ging. Mollers Ziel war es, auf einem exakten Aufmaß beruhende Bauzeichnungen zu liefern, die eine genaue Vorstellung von den Bauten gaben und diese nachhaltig dokumentierten. Mollers Beschäftigung mit der Katharinenkirche steht am Beginn einer ganzen Reihe ähnlicher Publikationen zur mittelalterlichen Baukunst in Deutschland. Unsere Zeichnung schließt somit den Bogen von der frühen Begeisterung für die Architektur der Gotik, wie sie Goethe 1772 in seiner Schrift Von deutscher Baukunst ausdrückte, bis zu den ehrgeizigen Projekten der Vollendung großer Kirchenbauten in Köln, Ulm, Regensburg und Frankfurt im Verlauf des 19. Jahrhunderts.